Hallo allerseits und willkommen zur Fortsetzung des Bauberichts über die Tamiya Me 262 im Maßstab 1:48. Im ersten Teil haben wir das Modell zusammengebaut und das Cockpit lackiert. Und jetzt machen wir mal weiter mit der Lackierung. Ja. Ich neige immer dazu, das Flugzeugmodell so weit zusammenzubauen, wie es eben geht. Und ein paar Komponenten lasse ich immer separat, wie zum Beispiel hier die Bereifung oder auch die Raketenbewaffnung, die Orkan-Raketen, die später unter die Tragflächen kommen, weil da ist die Farbgebung eine ganz andere und da macht es eigentlich Sinn, das separat zu lackieren. Zunächst einmal werde ich das Modell grundieren. Bei Flugzeugen bevorzuge ich da eine graue Farbe. Man kann es auch schwarz oder weiß grundieren, je nachdem wie man will. Ich werde jedenfalls das Flugzeug mit der Innenraumfarbe grundieren, weil wir dann eben schon die Verstrebungen an der Cockpitverglasung mit lackieren sozusagen. Und wenn man dann später reinschaut, sieht man von innen eben die passende Innenraumfarbe schon. Bei der Grundierung ist ganz wichtig, dass man wirklich so dünn wie möglich nur die Farbe aufträgt und ja, dass man auch wirklich das komplette Modell mit bedeckt, damit später nicht das Plastik irgendwo durchscheinen kann. Die Grundierung ermöglicht außerdem, dass man noch kleine Fehler gut erkennen kann. Vorher fällt es nicht so auf und wenn da mal Farbe drauf ist, sieht man das recht gut. Sollte da irgendwas zu sehen sein, kann man nochmal mit der Schleiflatte das bisschen abpolieren und nochmal drüber grundieren. Hier ist aber alles glatt gelaufen und jetzt können wir mal nochmal ein bisschen mehr Farbe drauf bringen. Hier ist nochmal die Bemalungsanleitung. Wir fangen jetzt mit der Unterseite an, mit dem hellblau. Und wir werden das einfach mal großzügig lackieren, hier auch an den Seiten, am Heck, Triebwerke und so weiter. Und ja, das ist im Grunde genommen hier die Grundfarbe. Da können wir dann später diese Tarnflecken drüber sprühen. Jetzt können wir an der Oberseite die Tarnlackierung auftragen. Besteht aus zwei Farbtönen, einmal hellgrün, einmal dunkelgrün. Ich möchte mit dunkelgrün anfangen. Habe jetzt mal die Unterseite ein bisschen geschützt mit Tamiya, Tape und dem Kreppband, damit ich da nicht so rein lackiere. Ist eine gute Maßnahme, reine Sicherheitsmaßnahme. Die dunkelgrünen Teile der Tarnung sind wiederum jetzt abmaskiert mit dem Tamiya Tape und Kreppband und jetzt tragen wir die hellgrünen Bereiche auf.
wann immer man ein Modell mit mehreren Farben lackieren muss, muss man auch damit rechnen, dass man ausbessern muss. Und es war hier natürlich völlig absehbar, dass ich hier am Rand nochmal ein bisschen mit dem Hellblau drüber gehen muss. Ist aber kein Problem. Hätte man jetzt auch mit Maskieren vermeiden können, allerdings wäre das doch ziemlich aufwendig geraten. Und so ist es eine Sache von Minuten. Damit kann ich leben. Ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt man hier die Tarnflecken auch ganz gut hin. Ich verfüge jetzt auch nicht über die beste Airbrush und das Ergebnis ist schon ganz okay. Kann man schon so lassen. Der nächste Schritt ist jetzt die Detailbemalung. Hier am Flugzeug hauptsächlich die Fahrwerksschächte und die Triebwerke und hier dann bei den Einzelteilen eben die Reifen und die Raketen. Die Detailbemalung war ratzfatz erledigt, so viel gibt es da auch nicht zum Tun. Das ist eigentlich immer das Schöne an Flugzeugmodelle. Im Gegensatz zu Panzermodellen ist ganz einfach erledigt. Auch der Fahrwerksschacht, kein Problem, kann man auch im Nachhinein mit dem Pinsel lackieren. Bin auch ein bisschen bequem, ich hätte es auch abkleben können und dann wird er mit der Airbrush, aber macht halt doch ziemlich viel Arbeit. Und ja, die Raketen und die Schienen sind auch schon lackiert und auch schon zusammengebaut. Lasse ich aber nach wie vor noch separat vom Modell. Als nächstes möchte ich jetzt das Modell mit Glanzlack versiegeln, damit dann die Abziehbilder eine schöne
glatte Oberfläche haben. Das ist für mich immer der Moment, wo mir das Modell überhaupt nicht gefällt. Ähm, Ändert sich aber meistens, nachdem dann die Abziehbilder drauf sind. Und darum kümmern wir uns jetzt. Da brauchen wir ein bisschen lauwarmes Wasser dafür, einen Weichmacher, in dem Fall Mikrosol, und dann eben auch die Abziehbilder. Ich habe hier auch noch zusätzlich ein paar Abziehbilder für die Hakenkreuze. Es gibt da Mittel und Wege, da ranzukommen. Man muss einfach nur die Leute kennen und dann passt es schon. Die Zensur, ja, die kann mich mal. Also, legen wir mal los. Wie manche von euch ja wissen, ist ja das Aufbringen von den ganzen Abziehbildern mir immer ein ziemlicher Graus. Äh, Mag ich einfach nicht so gern. Das ist bei Panzermodellen einfach angenehmer, da hat es nicht so viel. Bei dem Flugzeug, ja, kommt einfach viel mehr drauf. Wobei es da eigentlich noch geht, das ist ja noch harmlos. Ja, ein paar Wartungshinweise, ein paar ja, größere Symbole und so weiter, das geht schon. Ist eigentlich harmlos. Aber trotzdem, ich hab's nicht so gern. Bevor wir mit der Alterung loslegen, werden wir jetzt die Abziehbilder nochmal mit einer Schicht Glanzlack versiegeln. Als nächstes soll das Modell einen Wash erhalten. Und zwar möchte ich das so mit zweierlei Produkten machen. Einmal mit dem Dark Wash von MIG und einmal mit dem Dark Dirt von Ultimate. Das sind zwei gänzlich verschiedene Produkte, die auch unterschiedlich funktionieren. Das hier ist ein klassisches, ja, Ölfarben-Wash im Prinzip, und das hier, die schreiben da Clay-based, weiß ich jetzt nicht genau, wie das im Deutschen übersetzt wird. Lehmbasiert, naja, weiß nicht so recht. Die Anwendungsbereiche sind recht ähnlich, ich möchte aber trotzdem einen Unterschied machen. Und zwar möchte ich mit dem MIG Wash hier innen die Fahrwerksschächte machen, auch die Triebwerke und die Raketen. Und der Rest vom Flugzeug möchte ich mit dem Dark Dirt machen, weil das wesentlich subtiler ist und wirklich ideal ist, um diese ganzen versenkten Blechstöße und so weiter zu betonen. Finde ich persönlich, ich tue mich da einfach ein wenig leichter, geht mit dem etwas besser. Fangen wir mal mit den innenliegenden Bereichen an, mit dem Dark Wash von MIG. Lässt man jetzt einfach mal ein bisschen so in die Vertiefungen drin. Und wenn es zu stark ist, einfach mit ein bisschen White Spirit von AK das verdünnen. Das mache ich hier auch direkt auf dem Modell.
Also brauche ich jetzt nichts weiter anmixen. Das Wash trocknet nämlich sehr langsam, da hat man eigentlich keine große Eile. Das ist auch recht schön, wie das von selber in die Vertiefungen rinnt. Man muss bloß eben bedenken, dass das Ganze dann beträchtlich dunkler wird als vorher. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Wenn das dann schön getrocknet ist, können wir mit dem UMP Wash weitermachen. Das muss man hier erstmal schön ordentlich durchschütteln. Und das trägt man dann einfach ganz großzügig auf. Das sieht jetzt im ersten Moment wohl etwas eigenartig aus, das gebe ich zu. Aber das seht ihr dann schon, was da der Trick ist. Das Ganze konnte jetzt eine Weile trocknen, lang braucht es nicht. Und ihr seht, der Effekt ist an der Unterseite schon ziemlich gruselig, aber keine Sorge, es ist alles bestens. Jetzt kommt nämlich der Clou. Das Ganze ist wasserlöslich und ich kann das jetzt mit so einem feuchten Papiertuch ziemlich schön wieder runterruppeln. Allerdings bleibt eben dieses Wash dann schön in den Vertiefungen. Am besten immer praktisch so wie die Flugrichtung wäre. Und dann muss man das Ganze ein bisschen abruppeln. Das ist ein bisschen mühsam, dauert eine Weile, muss man sich auch Zeit für nehmen. Aber es zahlt sich aus. Jetzt bin ich fertig mit dem Abrubbeln vom Modell und ihr seht, jetzt sieht es wieder nach was aus und besonders an der Unterseite kommt es sehr schön zur Geltung. An der Oberseite ist das Flugzeug ein bisschen zu dunkel, aber dennoch sind die ganzen Blechstöße schön zu erkennen. Wie ihr euch sicher denken könnt, das ist recht empfindlich, deswegen muss da unbedingt nochmal eine Schicht Glanzlack drüber, damit man das nicht irgendwie später wieder verwischen kann, wenn man nasse Hände hätte oder so. Jetzt ist die Zeit reif, um die fehlenden Details, wie zum Beispiel die Positionslichter, die Antenne oder eben auch die Raketen zu befestigen.
fast sind wir am Ziel. Jetzt fehlt nur noch eins, und zwar die ganzen Lackschäden. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier die Maskierfolien abgenommen an der Cockpithaube, und ich muss sagen, das ist recht anständig geworden. Bin ich doch ganz zufrieden damit. Und hier die Antenne habe ich mit der bewährten Methode mit dem gezogenen Gießast erstellt und dann eben das Ganze auf Spannung gebracht mit einem Feuerzeug, damit sich das schön spannt. Ist eine ziemlich bequeme Methode, vielleicht nicht ideal, aber für mich tut es. So, jetzt noch das Chipping. Da habe ich hier jetzt Mat 99 Aluminium, und das werde ich jetzt einfach auftragen mit einem dünnen Pinsel und ein bisschen Schaumstoff. Damit wären wir auch wieder am Ende des Bauberichts. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir da zu folgen. Mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Der Bausatz ist wirklich ein Träumchen. Sehr einfach zum Bauen. Tolle Details. Ja. Finde wirklich nichts, wo ich irgendwie kritisieren könnte. Absolut anfängertauglich bis auf den Preis. Aber ich sag mal, jeder, der schon eine gewisse Modellbauerfahrung hat und mal ein Flugzeugmodell bauen will, ist da eigentlich ganz gut beraten mit. Ja, das Flugzeug hat auch jetzt hier für die Gegend, wo ich her bin, ja eine ziemlich große Bedeutung. Ja, die sind in Augsburg zum Beispiel gebaut worden und waren auch vielerorts hier in der Gegend stationiert. Ja, Lechfeld, Fürstenfeldbruck, auch Richtung Burgau, glaube ich, waren die auf der Autobahn stationiert, sind da gestartet. Ja. Der Jungfernflug von der Me 262 war ja auch hier in der Gegend, Flugplatz Leipheim. Also es ist wirklich eng verwoben hier, und es war jetzt mal an der Zeit, dass ich mal das Flugzeug baue im größeren Maßstab. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren 1:72 mal eine gebaut, aber das ist natürlich kein Vergleich. Ja, schon ewig her und auch nicht so das beste Modell gewesen. Ja, war wirklich interessant. So, jetzt folgen noch ein paar Detailbilder, und wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt einfach oben auf den Link drauf und ihr seht noch ein Detailvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.